ist einiges schlimmer als gestern. Und das Krasse ist, die nächsten Nächte wird es anscheinend noch schlimmer. So kannst du nicht schlafen. Das ist echt heftig. Wunderschönen guten Tag alle zusammen. Wir sind in Südfrankreich gelandet. Ihr seht es an meiner Kleidung, es ist schon wesentlich wärmer geworden. Die Sonne scheint und wir stehen gerade hier mitten auf irgendeinem Parkplatz, arbeiten noch fleißig und heute geht es nämlich weiter nach Spanien. Und da werden wir mal gucken, was uns da passiert. Wir wollen ja nach Mallorca fahren und wir haben da schon ein paar schlechte Nachrichten. Es könnte sich da echt ein bisschen verzögern. Aber dazu später mehr. Was hast du so Schönes? Ich arbeite jetzt noch 5 Minuten. 5 Minuten, genau. Genau 5 Minuten und dann mache ich Ordnung und dann geht's nach Spanien. España. Wir befinden uns ja in Südfrankreich. Wir sind schon fast am Mittelmeer und es sind bestimmt nur noch eine halbe Stunde Autofahrt von hier. Eine Stunde von Montpellier und ich glaube so in etwa 2 bis 3 Stunden nach Barcelona. Wir werden aber zuerst nach Figueres fahren. Da haben wir uns nämlich eine SIM-Karte hinbestellt. Das ist ein bisschen abgefahren mit den SIM-Karten in Spanien. Jedenfalls werden wir die abholen. Die bietet ein bisschen Vorteile gegenüber normalen SIM-Karten in Spanien. Ja, dann gucken wir mal, was Spanien so kann. Kann ich mit arbeiten? Yes. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter nach Figueres. Da holen wir die SIM-Karte ab und vielleicht können wir dann danach sogar schon ans Meer wieder fahren. Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Spanien sind wir jetzt. Morgen noch in Frankreich gewesen und jetzt im Norden Spaniens und schon am Meer. Richtig schön. Der Sonnenuntergang ist herrlich. Die Fahrt war echt stressfrei jetzt am Ende. Wir sind aber auch die Mautstraße gefahren, weil es sich einfach nicht gelohnt hätte. Aktuell mit den Spritpreisen haben sich die 10 Euro Maut jetzt gelohnt. Und ja, krass, richtig schön aus. Bin ja schon begeistert von Spanien. Na mehr, richtig cool. Ja, ich kann nicht alles beschreiben. Also dieser Sonnenuntergang ist abnormal da hinten. Schön. Das ist richtig krass. Der leuchtet gerade in allen Farben. Echt schön. Schön, aber frisch. Jetzt wird aber erstmal gekocht. Heute gibt es Erdnusscurry mit Reis, weil der Freund hat sich beschwert, dass wir zu oft Nudeln gegessen haben. Meiner Meinung nach kann man nie zu oft Nudeln essen, aber Fabi hat sich beschwert, also gibt es heute Reis. Also in einer schöneren Aussicht könnte man, glaube ich, gar nicht kochen. Richtig toll. Jetzt dauert es halt einen Moment, ehe das Wasser kocht. Where did I go wrong? Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I lost my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low. Freitagmittag, wir sind fertig mit Arbeiten. Wir waren jetzt schon ein Käffchen trinken und mussten uns erstmal ein bisschen informieren, wie hier die Wetterlage in Spanien ist. Es ist aktuell, es ist jetzt Freitag, gestern waren richtig heftige Unwetter südlich von Barcelona. Ja, wir haben gerade ein Video gesehen, also wirklich auch mit Überschwemmungen, Starkregen, Wind, also
nicht ohne gewesen anscheinend. Und wir haben das erst ein bisschen unterschätzt. Wir dachten, okay, es wird ein bisschen windig. Aber es sind schon Wetterwarnungen ausgesprochen. Ja, also es ist echt heftig, was da echt in der Nähe von hier abging. Also es ist jetzt ungefähr 3 Stunden von uns entfernt. Ja. Deswegen müssen wir heute auch auf jeden Fall ein bisschen gucken, wo wir uns hinstellen mit dem Van. Und wir müssen auf jeden Fall auch unsere Fährfahrt verschieben. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen auf Windy informiert. Das ist so eine App fürs Handy. Da kann man die Unwetter in ganz Europa gucken. Genau. Das war ganz gut. Ja, beziehungsweise man sieht da eben, wie der Wind verläuft, von wo er kommt. Und man kann es dann mit dieser Time-Achse, wie man es vom Regenradar kennt, ist das quasi so ein Windradar. Mallorca ist da wirklich mittendrin und jetzt übers Wochenende soll das nochmal zunehmen. Also da sieht man dann auch so lila Farben. Keine Ahnung, was es bedeutet. Sieht gefährlich aus. Genau, sieht stark aus. Und da die Fähre zu nehmen, wäre einfach totaler Quatsch. Vielleicht fahren die auch sowieso dann gar nicht. Ich glaube, die werden nicht fahren. Wir werden es jetzt auf jeden Fall erstmal abwarten und gucken, dass sich das alles wieder beruhigt. Glücklicherweise, wir sind genau in diesem blauen Windloch sozusagen, wo sich fast nichts tut. Also es ist schon, man merkt schon, es ist windig, aber jetzt nicht außergewöhnlich stark, dass man jetzt irgendwie Angst hätte oder sowas. Nee. Deswegen werden wir da aktuell verschont, müssen natürlich immer noch ein bisschen das im Auge behalten, nicht, dass uns da irgendwas in der Nacht überrascht. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir hinfahren, oder? Ein Stück weiter südlich, denke ich einfach. Und dann so, dass wir geschützt stehen, aber trotzdem vielleicht ein bisschen am Meer, das ein Stück weit abwarten können. Und ich glaube, dann machen wir ein ganz entspanntes und ruhiges Wochenende und nehmen dann irgendwann Mitte nächster Woche die Fähre. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Mal gucken, was passiert. So, ich mache mich jetzt mal auf den Weg zum Einkaufen. Bei uns ist es nämlich so, Fabi hasst einkaufen gehen und ich gehe richtig gerne einkaufen. Deswegen gehe ich meistens alleine und Fabi wartet im Van. Aber ich nehme euch diesmal mit. Viel brauchen wir tatsächlich nicht, weil wir in Deutschland noch ziemlich gut eingekauft haben. Aber für so ein stürmisches Wochenende noch ein paar Kleinigkeiten können ja ganz gut tun. On the tip of my tongue, I can taste your lies. How to measure the love you throw around. I could never hold you down. Und auch in Spanien ist mittlerweile Weihnachten in den Supermärkten eingezogen. Also hier liegt schon alles voll. Wenn ich eine liebe Freundin bin, bringe ich dem Fabi auch was mit. Da wird er sich freuen. So, das war easy. Der Lidl hat eine super Auswahl gehabt, also auch vegetarisch. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt wartet der Freund schon auf mich. Mal gucken, was jetzt sein Chips sagt. Habt ihr was mitgebracht? Was ist das? Chips? Geil. Sehen gut aus, oder? Ja. Was ist von jedem Chips? Ja. And I can't touch the floor, so full of emotion. I can't keep any more. Are we at a time where we'd be swallowed whole? Don't give up on us now. Angekommen an unserem neuen Stellplatz. Hier müssen wir echt in Sicherheit sein. Wir sind weit genug vom Meer weg. Keine Flüsse in der Nähe, keine Bäume. Und ja, sieht echt schick aus. Ein paar Camper stehen hier auch schon, ein paar Windsurfer, ein paar Verrückte sind auch auf dem Meer. Und also ist wieder ein super schöner Platz hier. Wir werden hier jetzt erstmal was essen und dann den Tag entspannt ausklingen lassen und erstmal abwarten, wie sich die Lage hier entwickelt mit dem Wetter. Immer mal wieder auf die App gucken. So, jetzt gucken wir mal noch zum Strand. Der Himmel sieht schon wieder fantastisch aus. Es ist wirklich unglaublich schön hier. Abnormal, wie sich der Himmel verfärbt. In so einem ganz leichten Rosaton. Super schön, richtig cool. Anne ist schon vorgegangen. Ich musste jetzt noch schnell die Kamera holen, weil das wollte ich euch nicht verheimlichen hier. Turn blue. I hope you know that I will never let Komm! Halt! Nein, ich will dich holen!
Also das ist wirklich unglaublich schön. Es ist leider ein bisschen frisch, Ja, durch aber es den macht Wind. gar nichts. Also es ist echt Nee. super schön. I will never let you go. If all I do is dim your glow and fly on, baby. Wir hatten auch noch mal in der Windy-App geguckt, wie der Sturm jetzt vorbeizieht. Und so wie es aussieht, kommen wir hier mit einem blauen Auge davon. Alle anderen Gebiete sind relativ pink, rosa und ja, unsere Zone bleibt irgendwie blau. Es ist windig, aber ich würde mal sagen, weit von gefährlich. Wir beobachten das weiter. Also Südbarcelona soll es richtig heftig abgegangen sein. Auch Mallorca, richtig heftige Hagelschäden. Also wir müssen mal gucken, wann wir die Fähre dann schlussendlich nehmen können. Könnte sich echt noch ein paar Tage ziehen, bis der Sturm hier abflacht. Man redet auch schon von einem, wie nennt sich das? In irgendeinem Artikel stand was von einem Medicane. Aber gut, es ist dann halt auch immer ein bisschen hochgeschaukelt. Klingt halt ein bisschen spannender als ein Ja. starker Wind. Ja, so ein mediterraner Hurricane. Naja, weiß ich nicht, ob das dem gleichkommt, aber schon heftig, was hier abging. Kurkuma und Hanf und reich an Omega-3-Fettsäuren. Also wenn das nicht gesund und gut ist, dann weiß ich auch nicht. Wir hatten nämlich einmal einen Kommentar, dass wir nur Aufbackbrötchen in unseren Omnia schmeißen. Machen wir natürlich nicht. Wir machen auch eine Backmischung. Das ist jetzt nicht schön, aber Nee, schön ist es tatsächlich nicht. Schönen guten Morgen alle zusammen. Wir probieren jetzt erstmal das Brot, das wir gestern gebacken haben. Das sieht schon hervorragend aus. Ja. Die Nacht war gut. stürmisch. Ja, es hat ein bisschen gewackelt, das Auto, und es war ein bisschen laut, aber es ging schon. Also es war jetzt nicht übertrieben oder irgendwie sowas. Also man konnte schon schlafen. Ja, finde ich auch. Wir frühstücken jetzt erstmal was und dann trauen wir uns raus. Es ist nämlich im Auto relativ warm, das ist sehr schön. Also die Sonne heizt sehr auf, aber ich glaube, außen durch den Wind ist es trotzdem noch sehr kühl. Wir wollen aber auf jeden Fall mal hier in das Dorf nebenan gucken. Uns das ein bisschen... Ich weiß den Namen nicht mehr. Ich weiß auch nicht genau, wie das heißt. Und wir schauen uns das mal an, trinken da gemütlichen Kaffee. Wir werden jetzt auch erstmal gemütlich machen, glaube ich, weil wir haben ja jetzt keinen Zeitdruck. Wir werden garantiert erst Ende der Woche die Fähre nehmen können, weil die Voraussagen für Mallorca werden immer spektakulärer. Also es sind jetzt von Wellen bis zu 14 Metern die Rede. Ja. Und fürs Meer ist Warnstufe Orange ausgegeben, noch bis Mittwoch anscheinend oder Dienstag oder irgend sowas. Und ich meine, wir haben ja keinen Zeitdruck und ich muss jetzt nicht unbedingt auf einer Fähre sein, wenn da extremer Wellengang ist. Nee. Also Ich denke auch nicht, dass die Fähren fahren bei Alarmstufe Orange. Ich glaube, Ja. der zweithöchsten, die es insgesamt gibt. Von dem her machen wir das jetzt alles entspannt. der allerbeste Moment, das erste Mal eine frische Nutella. Geil. So, ist doch wärmer als gedacht. Voll schön, es sind locker 15 Grad. Richtig schön. Hier stehen auch einige Camper, viele Surfer jetzt hier. Gucken wir mal, ob wir ein paar Surfer sehen. Die Bedingungen sind natürlich echt ideal mit dem Wind jetzt. Ja. Also hier merkt man den Wind jetzt noch einigermaßen. Ich hoffe, man kann uns noch hören. Das Mikro wird jetzt ganz schön zu kämpfen haben. Aber es ist einfach super schön. Mega, ja. Also der Strand ist auch wirklich toll. Wir werden jetzt hier am Strand langlaufen und gucken, ob wir da ein schönes Café da hinten in diesem kleinen Dörfchen finden. Nicht wegfliegen! Kämpfen!
Mini-Muffin. Ich finde immer, sobald man Palmen sieht, hat es so ein bisschen Urlaubsfeeling. Ja, das stimmt. Also als wir in Spanien reingefahren sind und da gefühlt nach der französischen Grenze sofort eine Palme stand, hat sich sofort wie ein bisschen Urlaub angefühlt. Die Landesgrenze drüber gefahren und das sah gleich nach einem anderen Land aus. War schon verrückt. Der Ausblick ist natürlich auch echt geil. Also, da kann man nichts sagen. Also hier muss man echt aufpassen, dass uns die Kamera nicht wegfliegt gerade. Das ist jetzt der äußerste Zipfel hier von diesem kleinen Örtchen. Mega schön. Ja, mit den Felsen. Achso, und hier sieht man auch, dass das Meer ganz schön aufgepeitscht ist. Wir kriegen hier auch ganz schön Wasser ins Gesicht. Ich hoffe, ihr könnt uns hören, aber das ist mega cool. So, zur Belohnung, weil Wochenende ist. Gönnen wir uns erstmal. Ja, Prost. Prost auf euch. Una cerveza. Muy bien. Geht schlechter. Geht schlechter. So, wir haben nochmal umgeparkt. Wir stehen jetzt hier wirklich direkt am Strand. Hier ist so ein riesen Parkplatz, der in der Saison garantiert gesperrt ist. Aber hier stehen jetzt auch relativ viele Camper. Da hinten seht ihr das vielleicht. Und jetzt haben wir uns gedacht, wenn wir schon mal hier sind, stellen wir uns doch auch hier hin und haben hinten raus einen super Blick aufs Meer. Das ist natürlich richtig geil. Und ja, es ist ein bisschen windig, aber das ist es sowieso überall. Von dem her probieren wir es jetzt hier mal aus und genießen die Meersicht. Guten Morgen, es ist mitten in der Nacht. Wir können nicht schlafen. Es ist so stürmisch, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das Auto wackelt in einer Tour. Es ist richtig laut. Wir müssen jetzt umparken, wir müssen irgendwas anderes finden. Wir stehen ganz bescheuert hier mitten, wie gesagt, mitten irgendwo am Strand. Wir haben schon einmal umgeparkt und dachten, stehen ein bisschen windgeschützt, aber kannst du so vergessen. Ist einiges schlimmer als gestern. Und das Krasse ist, die nächsten Nächte wird es anscheinend noch schlimmer. Wir müssen jetzt unbedingt irgendwas ein bisschen windgeschützteres suchen, weil so kannst du nicht schlafen. Das ist echt heftig. Mir tut hier jeder leid, der hier auf diesem Strandabschnitt schläft, weil es sind einige. Und jetzt gucken wir erstmal, jetzt müssen wir noch um 2 Uhr, was ist 2 Uhr? 3. Um 3 Uhr morgens noch ein bisschen rumfahren. Aber es geht nicht anders. Ja, 20 Minuten Fahrt, wir haben jetzt was Neues gefunden. Wir versuchen jetzt nochmal zu schlafen. Also, gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen. Man sieht mir die Nacht vielleicht an. Es war nicht unsere beste Nacht. Es hat gewindet, als ob es keinen Morgen gäbe, und es windet immer noch. Also wir sind jetzt ein bisschen windschattiger hier auf dem Parkplatz irgendwo in einem kleinen Dörfchen, aber es war echt eine scheiß Nacht. Wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen neue Lebensgeister einhauchen mit dem Kaffee und dann müssen wir gucken, dass wir die Nacht irgendwo besser verbringen. Das war echt heftig. Ja, keine Ahnung. Also auf diesem wunderschönen Parkplatz stehen wir gerade. Ich weiß nicht, ich glaube, man kriegt so ein bisschen mit, wie es windet. Und, ja, es windet stark. Wer hätte es gedacht?
Wir gehen jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Und es ist echt heftig. Also wir standen ja jetzt schon echt an ein paar merkwürdigen Plätzen. In Kroatien, kann ich mich erinnern, standen wir auf dem Berg. Da hat schon richtig krass gewindet. Aber das hier war wirklich Next Level. Das hat dann schon ein bisschen Angst gemacht, aber naja. Dann rechts abbiegen auf Passau Wiltschenko. Nein, nicht fit, wie man sieht. Also wir sehen, glaube ich, echt richtig fertig aus. Ja, ich bin richtig am Arsch. Ja, ich auch. Also so erholsam war die Nacht jetzt hier auch nicht. Also es hat auch hier ganz schön gewackelt. Aber gut. Es sind ja nur noch 3 Nächte. Hier war es schon nochmal besser als... Ja, schon. Also da auf dem Stellplatz am Strand konntest du da einfach nicht mehr schlafen. Das ging nicht. Es ist wirklich abnormal windig. Und wir sind jetzt hier schon ein Stückchen weg wieder vom Meer. Aber... Das kommt auf dem Video gar nicht so rüber, glaube ich. Nee, ich glaube auf dem Video sieht man es nicht so krass. Wir gehen jetzt erstmal schön einen Kaffee trinken. Wir haben jetzt hier ein schönes Kaffee ausgesucht. Mal gucken, ob das was kann. Also ich glaube, da ist auch Ananas drin, ist auf jeden Fall viel Ananas. Ja. So, wir waren jetzt schon Kaffee trinken, haben wieder ein wenig neue Energie getankt und hoffen, dass der nächste Stellplatz einmal ein bisschen windgeschützter ist. Den gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an und müssen wir auch, weil an dem Stellplatz werden wir ein paar Tage auch arbeiten wahrscheinlich. Deswegen sollte das nicht wieder so im Chaos ausbrechen, vor allem, weil die Nächte noch viel schlimmer angekündigt sind für die nächsten Nächte. Also der Wind ist viel schlimmer angekündigt für die nächsten Nächte. Wir wollten dem guten Wetter hinterherfahren. Ja, naja, jetzt sind wir im Auge des Hurricane. Okay, ich hoffe, jeder versteht, dass Fabi leicht übertreibt. Es war eine sehr aufregende Woche für uns. Vor allem schlaftechnisch. Wir sind jetzt an dem neuen Platz hier und hier ist es null stürmisch, aber hier wären es jetzt ja 1 Grad nachts. Wir haben echt ganz schön gefroren. Ja, weil wir ein Stück hochgefahren sind, gell? Also wir sind jetzt hier irgendwie in so einer Bergkette oder Das ist hier so ein kleiner, Plateau, ich weiß es nicht. ein kleiner Buggel mit so einem wirklich schönen Campingplatz, aber es wird halt echt frisch hier. Also 1 Grad hatten wir gestern, es war wirklich kalt. Wir hoffen, die nächste Woche wird ein bisschen entspannter und wir können euch ein bisschen mehr schöne Eindrücke wieder auch von der Drohne liefern. Die konnten wir beim besten Willen bei den Windgeschwindigkeiten nicht steigen lassen. Wobei man sagen muss, der Platz da am Meer, der war schon wirklich richtig Der war schön. wunderbar, Und auch ja. der Strand war super, super toll. Also ich meine, abgesehen jetzt vom Wind, war der Start hier in Spanien, finde ich, sehr, sehr schön. Auf oder? jeden Fall, auf jeden Fall. Spanien gefällt uns echt gut. Wir hoffen, dass die Windsituation sich natürlich legt, dass wir bald nach Malle können. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen da. Für mehr Videos auch gerne ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. You had me at a la 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 la.